Hallo ihr Lieben, heute zeigen wir euch einen Ort, der vor vielen Jahren unter menschenunwürdigen Bedingungen erbaut und betrieben wurde. Hier wurden Menschen großes Leid angetan. Das hat uns sehr traurig und nachdenklich hinterlassen. Wir haben die ehemalige SS-Brotfabrik in Oranienburg aufgesucht und wollen, auch wenn es so unbehaglich ist, erinnern. Im Juli 1939 war der Teil, wo die SS-Brotfabrik entstand, ein Waldgebiet. In die Nähe vom Konzentrationslager Sachsenhausen, in das 3 Jahre zuvor die ersten Gefangenen verlegt wurden, sollte eine Brotfabrik gebaut werden. Dort sollten die Häftlinge Brot backen, um die SS zu versorgen. Das SS-Hauptamt für Verwaltung und Wirtschaft teilte dem Forstamt Sachsenhausen mit, dass das Gelände gerodet wird. Es sollte aber schnell gehen, denn ab dem 1.11.1939 sollte die Brotfabrik betriebsbereit sein. Die geplante Kapazität waren 100.000 Brote täglich. In dem Schriftverkehr vom SS-Hauptamt zum Forstamt kann man nachlesen: Bei fleißiger Arbeit der Häftlinge dürfte die Fläche bereits in den nächsten Tagen frei sein. Der Holzbestand sei erst durchschnittlich 30 Jahre alt. Die Häftlinge hatten mit einfachsten Werkzeugen die Bäume zu fällen. Baumwurzeln wurden mit der Hand entfernt. Es handelte sich insgesamt um ein sehr großes Grundstück. Ein Teilgebiet nutzte die SS bereits 1936 als Schießplatz. Ab 1938 wurde ein Klinkerwerk gebaut und dann 1939 die Brotfabrik. Die Häftlingskolonnen mussten bis 1941 vom Hauptlager, dem Konzentrationslager Sachsenhausen, bis zum Klinkerwerk marschieren. Die SS trieb die Häftlinge unter Augen der Oranienburger Bevölkerung über die Kanalbrücke ins Klinkerwerk. Erst später wurden Wohnbaracken beim Klinkerwerk errichtet. Die Menschen, die es nicht schafften und der SS negativ auffielen, wurden verprügelt bzw. getötet. Hier marschierten Hunderte von Häftlingen täglich zur Zwangsarbeit. Auf dem Rückweg mussten die Häftlinge einen Karren mit den Todesopfern unter den Häftlingen ziehen, die den Tag nicht überlebt haben. Das Konzentrationslager Sachsenhausen brachte über 10.000 Häftlingen den Tod durch Hunger, Krankheiten, Zwangsarbeit und Misshandlung oder auch die systematischen Vernichtungen der SS. Den meisten von euch dürfte der Begriff SS geläufig sein. Für diejenigen, die das nicht zuordnen können, eine kurze Erklärung. SS heißt ausgesprochen Schutzstaffel und war eine mit militärischen Waffen ausgestattete Organisation, die unter der Herrschaft der NSDAP und Adolf Hitler für die Sicherheit, die Überwachung und den Terror im Deutschen Reich verantwortlich war. Diese wurde von Adolf Hitler im April 1925 gegründet. In den Verantwortungsbereich der SS fielen auch die Konzentrations- und Vernichtungslager im Dritten Reich. Sie sind verantwortlich für den Völkermord an den Juden, dem Völkermord an den Sinti und Roma und den Morden Homosexueller, politischer Gegner, Menschen mit Behinderung und vieler anderer Menschen.
Die Fertigstellung der Brotfabrik verzögerte sich durch kriegsbedingte Engpässe. Sie wurde dann im März 1941 fertiggestellt. Die Häftlinge mussten täglich duschen und bekamen arbeitsbedingte Kleidung. Im Backbetrieb und Brotversand arbeiteten etwa 80 Häftlinge. Wilhelm Nagel war einer von ihnen. Er war auch gelernter Bäcker und kam zum Kommando Brotfabrik. Er hatte viele Jahre später ein Buch geschrieben. Kriechen habe ich nie gelernt, heißt es. In diesem Buch haben wir Folgendes gelesen über seine Zeit in der Brotfabrik. Wir mussten jeden Tag 43.000 Kommissbrote backen. Dazu 200 Brote für Diabetiker. Mit diesen Broten wurde dienstags und freitags das KZ Sachsenhausen und das Nebenlager Klinkerwerk beliefert. Außerdem sämtliche SS- und Polizeieinheiten in Berlin und Umgebung. Er schrieb davon, dass es sehr wichtig war, dass es keine Leerzeiten gab bei den Öfen, weil zum Beispiel das Brot noch nicht gar war. Denn er berichtet von einem anderen Bäcker, der wohl im Gärraum nicht aufgepasst hatte und deswegen keine Brote zum Backen hinterherkam. Das heißt, es gab eine halbe Stunde Leerlauf und diese Zeit mussten alle länger arbeiten. Daraufhin wurde er verprügelt und zurück ins Lager gebracht. Der Gärraum, in dem man arbeiten musste, hatte um die 60 Grad. Wilhelm Nagel schreibt, dass er jeden Tag 14 Stunden arbeiten musste und immer ein klitschnasses Hemd hatte von der Arbeit. Er berichtet auch, dass er geholfen hatte, dass Brote ins Lager geschmuggelt wurden. Er hatte bei der Abnahme der Brote einfach eine geringere Zahl genannt und die überzähligen Brote konnten so an die Häftlinge im Konzentrationslager gegeben werden, denn dort hatten sie immer zu wenig zu essen. Nicht auszumalen, was mit Wilhelm Nagel passiert wäre, wenn das von der SS bemerkt worden wäre. Die Tagesproduktion wurde im Laufe des Zweiten Weltkrieges, der bis 1945 dauern sollte, immer mehr erhöht. Durch Schichtbetrieb, Arbeitszeitverlängerung und Steigerung der Produktion konnten die anfangs 10.000 Brote auf 40.000 Brote täglich erweitert werden. Dann wurden auch die Konzentrationslager Mittelbau-Dora, Groß-Rosen und Ravensbrück mitbeliefert. Der Häftling Wilhelm Nagel berichtet noch in seinem Buch, dass Oranienburg am 10. April 1945 zum letzten Mal bombardiert wurde. Im naheliegenden Klinkerwerk sind wohl sehr viele Häftlinge umgekommen und auch die Brotfabrik wurde getroffen und der Dachstuhl brannte. 4 Häftlinge retteten die Fabrik vor dem Abbrennen. Sie hatten kein Wasser und löschten den Brand mit Sand. Alle anderen seien abgehauen, auch die Wachmannschaft der SS. Es war denen wohl klar, dass der Krieg bald verloren ist und die letzten 15 verantwortlichen Häftlinge der Brotfabrik konnten zum Schluss auch in der Brotfabrik übernachten und mussten nicht zurück ins Lager, berichtet Wilhelm Nagel. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die Rote Armee die Brotfabrik in Betrieb, um die kranken und schwachen überlebenden Häftlinge im Konzentrationslager Sachsenhausen versorgen zu können. 1946 wurde die Brotfabrik von der Konsumgenossenschaft Kreis Niederbarnim übernommen und dann als Konsumgroßbäckerei Oranienburg von 1948 bis 1991 weitergeführt. Im September 1994 zerstörte ein Feuer Teile des Innenbereichs der Bäckerei. Die Gebäude stehen heute unter Denkmalschutz und es sind einige geschichtliche Erinnerungstafeln vor Ort. Es gäbe wieder so viel zu erzählen, aber leider ist auch hier wieder mal die Zeit begrenzt. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen und über ein Abo, ein Like oder auch einen Kommentar würden wir uns sehr freuen. Bleibt gesund und bis bald.